Stefan! Hey, was machst du denn hier? Lars, servus. Ne? Ich komme hier wegen Kaffee. Ja, Kaffee kannst du immer haben, weißt du doch. Ne? Mit brauner Zucker? Mit braunen Zucker, weißen Zucker, Süßstoff, mit allem drum und dran. Das ist hier aber lieb. Oh, wow. Süße. Oh, riecht angenehm. Weißt du was, wir deutsche Männer, wir lieben Kaffee, Bier, Bratwurst und Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger leider vergeben. Bei den ersten dreien bin ich mit dabei. Sehr geehrte Damen und Herren, der ist ein guter Freund von mir, heißt Lars. Und er hat ein wunderschönes Laden, heißt Lederzentrum. Ja, das stimmt. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, woher die Leute dich kennen. Falls der eine oder andere jetzt sagt, den habe ich schon mal gesehen. Ja, das Problem ist momentan... Ich meine, du bist halt in Göttingen, Lederzentrum ist in Göttingen. Deshalb kennt man dich natürlich hier regional, aber man kennt dich ja auch überregional. Eigentlich stinkt, meine ich, aber das stimmt auch eigentlich. Ich habe diese Ehre gehabt, über 90 Kinofilme, Werbesport, TV-Serien, ehrenamtliche Sachen mitspielen zu dürfen. Unter anderem kennt man mich von bekanntester Serie Deutschland, Stromberg. Genau, Stromberger warst du. Männerherzen und die ganz, ganz große Liebe. Da durfte Till Schweiger auch mit mir mitspielen. Ja. Willkommen bei den Hartmanns. Alarm für Cobra 11, wo ich ganz böse Bollywood-Regisseur gespielt habe. Und verschiedene Tatorte in Göttingen, in Osnabrück und Saarbrücken. Man kann online anschauen, indische Schauspieler Göttingen. Da sieht man, was ich alles gemacht habe. Ja, super. Und meistens macht es Spaß bei ehrenamtlichen Sachen. Ehrenamtliche machen dir am meisten Spaß? Meistens Spaß, weil wenn du irgendwo arbeitest, so Geld verdienst und dann bist du weg aus dem Fenster, wenn du jemand was Gutes getan hast. Wie habe ich in Göttingen auch für Elternhaus Geld gesammelt, habe ich Double von Dieter Bohlen und so weiter alles geholt hier und dann haben wir umsonst gemacht, haben wir 2.500 € gesammelt und andere Sachen mache ich in Osnabrück auch, das tut mir sehr gut. Ja. Weil ich bin auch ein bisschen, habe ich auch schlechte Vergangenheit gehabt. Darum tut mir gut, Leute. Jeder muss für sich kämpfen, das ist einfach so. Aber das ist ja ein Grund, warum wir als Hersteller eigentlich, also wir stellen ja die Leder-, Pflege- und Reparaturprodukte her, bieten keine Dienstleistung an, aber wir haben Partner in ganz Deutschland oder auch über die Grenzen hinaus, die so eine Dienstleistung anbieten. Aber natürlich wollen wir auch immer mal wieder zeigen, wie ist eigentlich der Ablauf, dein Wunsch ist. Dein Auto, ich finde es eigentlich schön, schwarz in schwarz, aber du sagst, es ist zu wenig indisch. Ja, ich bin aus Indien, also bin kein Bollywood-Schauspieler, ich habe nur in Deutschland gelebt und hier 20 Jahre hier gearbeitet. Aber ich möchte ein bisschen Farbe haben auf dem Sitz, beigefarbiges, damit man weiß, oh, Farbe muss sein ein bisschen. Ihr geht auch in Solarium, ein bisschen braun zu werden. Oder ich gehe nach draußen und hoffe auf die Sonne. Aber also wir machen eine Umfärbung. Wir werden den mittleren Streifen beige umfärben. Das werden wir in dem Video zeigen, wie das geht und wie man das macht. Und dann gibt es eben eine Anleitung dazu und eine Liste nachher, mit welchem Produkt man das machen kann. Und weil du immer Gewehr bei Fuß stehst, wenn jemand hier Hilfe braucht in Göttingen, haben wir gesagt, wir machen das für dich. Sehr nett. Ja. Und freuen uns, dass du auch an uns gedacht hast. Ne? Nein, ich habe von der Stefan Polsterer wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber eigentlich ist das Leder noch, das ist schon benutzt. Ne? Du, Pflegen ist nicht deine Stärke, ne? Du bist besser im Benutzen, ne? Und normalerweise, wenn ich Dreharbeit habe in Österreich oder in die Schweiz, dann werde ich immer meine Fahrt über Nacht bezahlt. Ja. Ich fliege auch von Hannover nach in die Schweiz, Interlaken und so weiter und so fort. Aber ich liebe Autofahren. Und wenn ich im Auto sitze und total schwarz ist und ich bin selber schwarz, man sieht mich nicht. Ein bisschen Farbe muss sein und das tut mir sehr gut. Und eine Frage habe ich noch. Ja. Wie lange dauert das? Und zweite Frage ist, ob das wieder abfärbt, wenn ich das wieder gefahren bin. Ja. Also die Bearbeitung an sich, die dauert so einen ganzen Arbeitstag. So 8 bis 10 Stunden braucht man dafür ungefähr. Und dann muss man aber noch ein bisschen Trocknungszeiten einhalten und so weiter. Also in 2, spätestens in 3 Tagen kannst du das Auto wieder abholen. Und abfärben ist ein guter Punkt. Nein, es färbt nicht wieder ab. Das ist genauso stabil wie vorher auch. Das Einzige, was man natürlich wissen muss bei einer Umfärbung, es bleibt schwarz unten drunter. Es wird ja nicht beige. Wir können es nicht durchfärben. Also wenn du jetzt mit dem Schraubenzieher einsteigst in der Hosentasche und machst einen Kratzer rein, dann ist der natürlich schwarz. Ne? Ja, das. Aber Handwerker kannst du bestellen lieber, ne? Bist du selber nicht so.
Nein, kann ich nicht. Deshalb bist du auch kein Schraubenzieher. Nein, auf keinen Fall. Ich habe zu Hause, wie deutsche Männer, ja? aber kann ich nicht damit umgehen. Okay, also das ist natürlich bei einer Umfärbung von schwarz auf beige ganz klar, das bleibt darunter schwarz. Aber von oben ist es natürlich kopfgefärbt beige. Sieht gut aus, färbt auch nicht ab, reibt auch nicht wieder runter oder irgendwas dergleichen. Aber so ein einmaliges Schadensereignis sorgt natürlich schon dafür, dass man das Schwarz darunter sieht. Ja. Aber werdet ihr gleich sehen, den Ablauf. Und jetzt werden wir dich erstmal mit dem Kaffee da in unsere Ecke setzen. Und Bratwurst auch? Ne? Ich habe gehört, dass ihr eine wunderschöne hier Cafeteria auch habt. Ja, wir haben auch Kühlschrank ist voll. Kühlschrank ist voll. Nein, nur ein Scherz, ich muss abnehmen für Let's Dance, das ist mein Traum. Und ich würde auf jeden Fall wieder in der Kamera kommen und ich euch zeigen, wie ich beeindruckend nach Hause gehen werde. Weil das ist, unter Freundschaft habe ich gesagt, dass ich werde glücklich sein. Aber ich möchte wie Dieter Bohlen, ich bin einer richtiger, guter Mensch wie Dieter Bohlen, der sagt deine Wahrheit oder die Meinung. Ja. Und ich möchte sehen in 2-3 Tagen, wie ob das wirklich gut ist. Aber ich vertraue ihm auf jeden Fall. Ich habe sehr viel von ihm gehört, von komplett Team von hier, Lederzentrum Göttingen. Ich lasse mich überraschen. Ja. Also, wir legen los. Viel Spaß mit dem Kaffee. Bis später. Dankeschön. Lars! Hey, Paschan, kommst genau richtig. Ist das fertig? Worum ist fertig? Ja. Darf ich mal angucken, bitte? Guck mal, was sagst du? Ich gehe so andersrum.
ersten Eindruck ist mega geil. Ersten. Er sagt ja nicht viel, ne? Wow. Sehr schön. Andersrum? So wie du das vorgestellt hast? Auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Fühlt sich's an? Erstmal muss ich mich hinsetzen. Die Farbe geht nicht ab, oder? Nein. Okay. Herrlich. Ja, ist Schön. Ich finde es auch gut. Ja, du findest sowieso gut. Weil, du hast ja erst gesagt, vielleicht die Sitze komplett machen, ne? ja, Und dann haben wir dir ja abgeraten, ne? Und haben ein bisschen daran gearbeitet, dass du das vielleicht so zweifarbig zulässt. Und wenn ich jetzt so reingucke, dann sieht es gut aus. Und ich hoffe, dass du das auch so... nee, ich finde, muss man nicht übertreiben. Also das war eine gute Idee von dir, dass ich zum Beispiel hier farben lasse und das bleibt auch wieder schwarz. Ja, genau. Also besser geht nicht. Schön. Ich würde sehr gerne heimlich in die Kamera was sagen. Darf ich? Was heimlich in die Kamera sagen? Ja. Da ist die Kamera. Lederzentrum. Leute sind sehr freundlich, sehr zuverlässig und ich auf jeden Fall ist empfehlenswert. Das in Rostock bei Göttingen. Habe ich irgendwas gesagt? Wir sind trotzdem rot geworden. Gut, also. Dann würde ich gucken, ob das überhaupt Auto anstartet. Hat er das? Auto startet. Ja. Ganz kurz. Hier sieht man einmal, was möglich ist. Wie gesagt, wir haben das für ihn gemacht, weil er sich hier in Göttingen immer stark einsetzt für viele soziale Projekte. Also wollten wir ihm einmal helfen dabei. Und ja, habt ihr Fragen dazu, was auch immer? Wollt ihr was nachfärben, was umfärben? Dann nehmt Kontakt zu uns auf und ihr seht, wir sind ganz normale Leute und freuen uns, auch für euch da zu sein. Viel Spaß beim Nachmachen.